Der Amazonas hat für mich immer etwas Mystisches. So weit weg, so viel unberührte Natur und gleichzeitig so elementar für unsere ganze Erde. Die Tres Fronteras-Region beschreibt die 3 Ländergrenzen Brasilien, Peru und Kolumbien. Aber dahinter bleibt eine Kultur bestehen, die Ticuna. Für sie existieren diese Grenzen nicht. Diese Ureinwohner und ihren Lebensraum möchten wir kennenlernen. In diesem Video erleben wir 4 Tage mit dem Ticuna-Stamm im tiefen Amazonas. Wir lernen den Dschungel hier kennen und werden plötzlich von einem aggressiven Wespenschwarm überrascht. Und wir sind so hart durch den Dschungel gerade gerannt. Wir fahren mit dem Holzboot über den ikonischen Amazonas und sehen die wilden Flussdelfine. Oh, wow. Tracken durch den Schlamm in Peru, um die Faultiere zu sehen. Ich kann seine Füßlein richtig. Vielleicht entdecken wir auch einen Zwergnasenbär. Und lernen einfach total viel über diese einzigartige Kultur hier kennen. Y salud. Salud. Okay. Salud. Muy bien, bro. Muy bien. Monkeys gefunden. Diese hier rausstechende Palme ist die Acai-Palme. Waida ist der Name. Wir haben ja einfach plötzlich eine riesige Schlange auf dem Baum liegen. Absolut abgefahren, wie viele Tiere es hier gibt. Und dann macht man den Kaffee, damit er ein bisschen aromatischer wird. Muy bien. Unser Motor ist gerade ein bisschen abgekackt. Das ist so crazy, Mann. We are ready! Seit 3 Jahren Weltreise das erste Mal, dass wir jetzt in Amazonas fahren und einfach 5 Tage lang keinen Laptop dabei haben. We will enjoy the hell out of this. Ich hoffe, unsere Laptops enjoyen das auch. Ich hoffe, die haben eine gute Zeit ohne uns. Ich vermisse ihn jetzt schon. Unsere Reise zu den Ticuna beginnt in der südlichsten Kleinstadt Kolumbiens, Leticia. Von hier fahren wir 2 Stunden flussaufwärts entlang der vielen kleinen Dörfer des Amazonas. Ein wahnsinniges Gefühl, auf diesem ikonischen Fluss zu reisen. Da sitzen wir jetzt, die 2 Streuner. Octavio hat uns gerade abgeholt hier an der Bootshaltestelle und wir fahren jetzt noch so 15 Minuten tiefer in den Amazonas rein. Also wirklich fernab vom Schuss zu der kleinen Community, wo wir 5 Tage bleiben werden. Traum. Es scheint, wir sind da. Oh, sie meint, er entführt uns. Also das ist der normale Weg zu unserer Unterkunft, ne? Unglaublich. Bevor wir gleich mehr über das Leben hier im Dorf lernen, treffen wir erstmal auf einen Teil unserer Gastfamilie. Mi nombre es Gina Marixa Perez Sánchez, tengo 26 años. Du merkst, das Video wird mehrsprachig, wir haben es aber in deiner Sprache übersetzt, deswegen schalt gern die Subtitles unten an. Und jetzt zurück zum Video. El idioma principal es Ticuna, ¿sí? Es Ticuna. ¿Cómo yo hablo hola y gracias? No mae, moenche, gracias. Pues, mi nombre es Jackson Sánchez y tengo 33 años. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Mi nombre es Eusebio Curico, tengo 56 años. ¿Qué te hace feliz en la vida? A mí la naturaleza. Samuel, ¿Cuál es tu sueño, Samuel? los árboles. ¿Cómo te llamas y cuántos Shaila. años tienes? ¿Y cuál es tu fruta favorita? Wir sind gerade angekommen und in dieser herzlichen Familie aufgenommen worden und werden jetzt unseren kleinen ersten Spaziergang machen in dieser Community, alles ein bisschen angucken. Ich habe die Kamera am Anfang nicht so viel dabei, damit wir uns ein bisschen leichter eingewöhnen und dann zeige ich dir später alles. San Martín de Amacayacu heißt das Dorf und es liegt direkt am Amacayacu-Fluss, der in den gleichnamigen Nationalpark fließt. Ungefähr 23 Familien leben hier gemeinsam im Dorf und ja, abgeschieden, so tief im Regenwald, da ist Elektrizität und Empfang so eine Sache. Ja, hier kommt der ganze Strom fürs ganze Dorf, für alle 75 Leute. Ja, von den ganzen Solarpanels da. Man hat hier in 2 Momenten des Tages Strom, einmal morgens von 9 bis 12 und dann abends nochmal von 5 bis 10. Und hier kommt der ganze Strom her. Das bereits schwache Internetsignal ist während der Regenzeit komplett ausgefallen. Die Einheimischen haben allerdings ein Ass im Ärmel. Gehen wir nun zum Schild. An der Kirche links. Da der Internetspot. Da ist er ja schon. Ich dachte, er wäre noch weiter.
Das ging ja schnell. Ja, also das ist der Spot hier im Dorf. Auf dem Fußballplatz zwischen der Schule und der Kirche. Hier gibt es einen Mast mit Internet. Ananas, Piña. Ananas, piña. Über dem Feuer wird hier gerade Kaffee gebraut. Sieht ein bisschen aus wie San Pedro, die Pampa aus dem letzten Amazonas-Video, aber es ist nur Kaffee. Und er schneidet gerade die Früchte, Papaya und Ananas zum Frühstück. Es schüttet echt so abgefahren hier gerade. Es ist auch Regenzeit und das sieht man. Oh, also die ganze Nacht hat es durchgeregnet, was für mich total schön war. Ich konnte richtig gut schlafen hier. Es war so angenehm kühl. Es hat einfach genieselt auf das Dach und es war einfach sehr, sehr erholsam. Jetzt hat er uns hinter mir gerade diese Papaya aufgeschnitten und eine Ananas, einfach beide frisch aus dem Garten und ein Kaffeegetränk. Pues dentro de nuestra comunidad las personas o nosotros ganamos el dinero a través del trabajo, a través de la agricultura, a través de la pesca, a través de la cacería y actualmente pues tenemos una ventaja más que se abre el turismo hacia nosotros, hacia nuestras comunidades y casi es un apoyo más para poder reforzar de lo que nosotros vivimos acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. ¿Qué te hace feliz en la vida? Lo que me hace feliz en la vida es la familia, el compartir con los amigos. Der Dschungel ist essentiell für die Tikuna. Nahrung, Medizin, Baumaterial. Wir möchten lernen, wie sie in Harmonie mit den Bäumen und Pflanzen hier leben. Also... Wie man in Deutschland in den Wald geht, gehen wir jetzt halt einfach mal kurz in den Dschungel. Y allá tú viste un jaguar muerto, ¿sí? Ah, sí. Es increíble, man. Der Amakayaku National Park ist das erste Stück geschützter Regenwald Kolumbiens gewesen. Und hier in der Region leben etwa 50 Jaguare. Für die Tikuna ist es absolut normal in ihrem Leben, einem wilden Jaguar zu begegnen. Ob wir heute wohl auch eintreffen werden? ¿Tu trabajo a la puente? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos días por...? Un mes. Un mes solo. Wenn die Regenzeit ist, manchmal steht halt der Fluss des Amazonas, der kommt dann so hier rein und dann steht hier alles unter Wasser. Deswegen haben sie innerhalb von einem Monat als Nachbarn ja alle diese Brücke hingezimmert, damit die Community so verbunden bleibt, trotz des Wasserfluss. Die Pflanzen hier sehen aus, als wären das so kleine Wasserstellen und es sind tatsächlich auch Wasserstellen für Insekten, für Kolibris. ¿Cómo yo hablo esta planta en español? O en ticuna. En español, bijao, acá. Bijao. Bijao. Y ticuna, nayante. Nayante. Hier haben wir Lemongras. Oh, das riecht richtig gut. Nosotros utilizamos en té aromática. Das ist ja auch eine Art Zuckerrohr hier und das ist die Blüte scheinbar von diesem Zuckerrohr. Wunderschön. Einfach so eine wunderschöne rote, gelbe Pflanze inmitten dieses Grün. Also so sieht die geöffnet aus. Hier sind wirklich richtig viele Moskitos. Wenn man eine Sekunde stehen bleibt, hat man komplett verloren. Ja. Kommen so einfach 100 pro Person drauf. ¿Te gustan los mosquitos? Oh, ein Baby-Echse. Salamander. Ah. Acá. Wir haben die kleinen Monkeys gefunden. Acá. Schwarzrücken-Tamarin. Schwarzrücken-Tamarin. Da hat jemand seine Kleider zurückgelassen. Diese hier rausstechende Palme ist die Acai-Palme. Hiervon werden die Früchte gewonnen. Y Acai es indígenas de la Amazonas. En ticuna le decimos guaira. Guaira. Guaira es el nombre. Acai. Guaira. ¿Por qué tu gusto Acai? Es una vitamina que es para proteger la sangre. So geil, dass wir hier auf dem Weg was zu essen haben. Und sowas Erfrischendes. Schmeckt ein bisschen wie Zitrone, ist wirklich sehr viel Kern und sehr wenig Fruchtfleisch. Aber das, was du dann da so ablutscht von, schmeckt sehr zitronig. Ja. Sehr lecker. Bisschen wie Zitronenwassereis. Oh. Fruta natural de la selva tropical de acá de la Amazonía y de acá de la región. Dos para llevar. Das ist das Haus hier der Dschungelarbeiter. Wenn sie einfach mal ein Päuschen machen oder es regnet oder zu hart die Sonne knallt, was essen wollen oder wo sie hier ein Yucca-Bierchen trinken, das machen sie hier unter in diesem kleinen Häuschen. Es un poco frío aquí. Frío.
¿Cuántas horas necesito por construcción acá, a esta casa? 2 días. Solo 2 2 días. días. Primero se busca los pilotes. Mhm. Ah, eso ist Kakao. Wow. Das ist das erste Mal, dass wir Kakao sehen, wie er am Baum wächst. Wunderschön. Hätte ich nie gedacht, dass es so aussieht, ehrlich gesagt. ¿Cuál es tu favorito? Acai o Kakao? Acai. Riesige Grashüpfer hier. Haben den einen jetzt gar nicht gesehen, aber es sind 3 Stück einfach drauf. Und der eine ist komplett klein, deswegen sieht man den ja schon ganz wirklich kaum. Pájaros. Pájaros, pájaros. Ein wunderschöner Schmetterling. Wow. Dieses Blau, ne? Jetzt gehen wir aber schon wieder richtig tief. Ja, okay. Da sind wir nun wieder vom sekundären in den primären Regenwald. Jetzt sind wir hier in der Amazonas, der Amazonas. Oh, was für ein riesiger Baum wieder. Kann man doch mal sagen, sonst zum Wohlbefinden. Es ist aushaltbar, trotzdem sehr schwitzig, übertrieben viele Moskitos. Was würden Sie sagen? Voll in Ordnung. Aber schon anstrengend. Man ist einfach trotzdem diese schwüle, warme Luft nicht so gewöhnt. Und meine Hose ist komplett schwarz. Oh, guck dir mal diesen Baum hier an, der ist wirklich einzigartig schön. Der sieht aus, als wäre der lackiert. Von diesem Baum wird die Rinde abgezogen und die Ticuna nutzen sie dann, um daraus Kleider herzustellen. Y se llama el palo resbalamono. Wie das Wasser auch abgeht. Das ist der Stil. Der Regenwald, der Regenwald, der Regenwald ist schön. Also hier ist eine richtige Wohnsiedlung von diesen Hügeln, Ameisenhügeln oder Termitenhügeln. Und dann kommt das Tier rein, wahrscheinlich der Ameisenbär, ich habe es nicht ganz verstanden, zieht mit der Nase dann, mit der Zunge, die ganzen Insekten raus. Das sieht so witzig aus, oder? Es kann wirklich jederzeit passieren, dass wir in einem Jaguar über den Weg laufen. Oder Tapire, alles läuft hier herum. Wahrscheinlich sehr weit weg von den Menschen, weil die Tapire zum Beispiel auch gejagt werden. Aber er hat schon letztes Jahr einen Jaguar gesehen, der stand einfach direkt vor ihm. Und es ist für mich so crazy, weil man immer so gehört hat, Amazonas, Amazonas, wow, so weit weg und man kann sich nichts drunter vorstellen. Was ist das überhaupt, so ein heiliger Fluss? Und jetzt sind wir hier. Es ist einfach ein Wald und die Leute leben hier einfach. Und es ist einfach so spannend, das hier so zu sehen und mitzuerleben. Deswegen auch so dankbar, dass wir in so einer richtigen Community einfach mit den Leuten zusammenleben und nicht in einem fancy Hotel. Das ist einfach das echte Leben. Es ist so geil. Also hier in dem Baum ein riesiges Termitennest. Und 7-mal so groß wie mein Kopf. Wow. Wow, mein Gott. Ach, das gehört auch noch dazu. Oh mein Gott. Die Fischer hier im Amazonas nutzen die Termiten auch oft, um einfach raus in die Arbeit zu fahren und so leichter die Fische zu fangen. Boah, stell dir vor, du musst immer so einen Hügel aufmachen und die Dinger rausholen. Jesus Christ. Las mujeres, más que todas las mujeres, les gusta sacar la fibra. Aus den Lianen, die ich mir so sexy um den Hals gegangen habe, kann man alles Mögliche herstellen aus der Faser. Man schlägt die Liane in der Mitte auf und dann kannst du daraus so Rucksäcke herstellen oder Kleider, weil die Faser halt sehr robust ist, Digga. Es ist so krass, weil die Moskitos halt einfach auch auf der Kamera saugen. Es sieht aus, als würden die in mein Gesicht auf der Kamera Bildfläche saugen. Renaco. Dieser Baum wird verwendet, also daraus nimmt man die Flüssigkeit und kann sie sich dann auf Hautverletzungen schmieren, also wenn du eine Schnittwunde hast oder sowas. Desinfektionada. Was krass an diesem Baum ist, du denkst ja, wow, hinter mir, das ist ja ein ganz anderer Baum, aber nein, es ist nur ein Ast von diesem großen Baum. Der aber auch wieder Wurzeln hat. Ja, siehst du das? Also es sind 2 Bäume in einem. Es sind 2 Bäume in einem. Aber der dritte auch, der daneben. Du kannst quasi durch den Baum durchgehen und wie ein Portal. Ja. Uno va acomodando y le va haciendo. Para llevar. Un poco para llevar. Y a la casa nos hace un fuego. Sí. Das Harz dieses Baumes erinnert ein bisschen an Palo Santo, hat auch so einen sehr strengen Geruch und wird auch für Zeremonien genutzt, um schlechte Energien wegzumachen. Und man nutzt es auch, um Moskitos fernzuhalten. Also sehr, sehr gutes, klebrige Substanz hier. Der riecht ein bisschen nach Minze oder so. Ja, machen wir jetzt Zahnpasta. unter die Nase.
Habe ich guten Geruch. Schön duschen gleich, ne? Also, uns hat einfach gerade ein Schwarm voller Wespen angegriffen und wir sind so hart durch den Dschungel gerade gerannt. Es war so hart. Mich haben 5 Wespen gestochen, getreten, gebissen. Ja. Lea als erstes und dann alle angerannt. Ihn auch 5 Dinger gebissen, was weiß ich, man. Es tut so weh. Das ist wirklich brutal. Nido. Grande. Nest oder was? Oh, fuck, man. Wir sind also voll in so ein Wespennest rein. Ey, es tut so weh. So, das war's jetzt, ey. Wir wollen jetzt einfach nur nach Hause duschen und gucken, dass wir nicht sterben in diesem Dschungel, Mann. Das tut so weh. Es sind wirklich 20, 30, es sind so viele auf uns losgegangen. Ich habe 5 Stiche, Lea hat viele Stiche, er hat 5 Stiche. Ja, und die tun so weh, Mann. Wichtig ist jetzt einfach tief zu atmen, zu chillen, dass der Schock nicht das Erlebnis noch viel größer macht. Oh, hier ist ein Bach, geil. Oh, Agua. Gracias por el agua. Ja, die volle Amazonas-Dschungel-Experience. Diesen Moment kann man wirklich schwer beschreiben. Von dem Ort des Angriffes mussten wir noch eine ganze Stunde durch den dichten Dschungel zurück zur Zivilisation. Und das Spannende an der ganzen Situation war ja eigentlich die Ungewissheit, wie reagiert der Körper auf so viel Wespenstiche? Como Maracuja? Especie de Maracuja. Du kannst dir vorstellen, wie froh wir waren über jede Frucht unterwegs und dann schlussendlich zurück am Haus zu sein. Und zum Glück ging der Schmerz und die Schwellung mit dem Essen ziemlich schnell zurück. Oh, wir sind beide so bereit fürs Essen, ne? Und bereit fürs Bett. Diese Wespenstiche, Digga, das war einfach... Das tut immer noch so weh, ne? Unglaublich. Wir sind jetzt 3 Stunden, nachdem es passiert ist. Wir haben dir noch gar nicht erzählt, wie wir hier wohnen im Amazonas. Ehrlich gesagt haben wir die Familie einfach über Airbnb gefunden und wir teilen dir den Link natürlich in der Beschreibung. Das ist das Gästehaus mit Aufenthaltsraum unten und am Ende befindet sich auch das Badezimmer für alle 12 Gäste, die hier gleichzeitig hausen können. Die Treppe hoch befinden sich die Schlafzimmer. Wir hatten während des Aufenthalts glücklicherweise das ganze Haus für uns alleine und damit auch die 2 Hängematten. Da sind wir nun, wir machen uns fertig. Wir fahren jetzt Richtung Tarapita Lake. Das ist der Lake neben dem Amazonas, wo sich die Delfine so zurückziehen, ein bisschen Ruhe vor diesen ganzen Booten an, die da rumcruisen. Und da sieht man die halt relativ oft. So, jetzt packen wir gerade unsere Sache. Das ist wirklich mal ein Trip, wo sich der Dryback wirklich lohnt. Denn es schüttet gerade wie aus Eimern. Und wir gehen jetzt einfach, weil das ist ja normal hier. La lluvia está normal para ti? Sin problem. Wir laufen jetzt hier gerade zum Boot. Ich dachte so, wow, ich bin so clever, ich nehme noch ein paar Früchte mit und jetzt guck dir meine Hand an. Can you see this? It's so yellow. And I think all my pants are yellow now. Look at my shirt. Aus unserer Einfahrt raus hier. Das ist einfach unsere ganz normale Einfahrt. Es ist so krass, dass wir das erleben dürfen. Es ist so unglaublich. Der Amacayako-Fluss fließt wirklich richtig tief in diesen Nationalpark rein. Richtig tief. Und wir fahren jetzt in die andere Richtung. Wie krass ist es, Mann. Wir schippern einfach auf dem Amazonas. Der Amazonas. Unser Motor ist gerade ein bisschen abgekackt, aber der wird gleich wieder gehen. Es ist so idyllisch. Halbes Stündchen, standen wir gerade da, haben über das Leben nachgedacht. Also wir paddeln wieder, aber haben gerade einen Tukan gesehen, da oben in der Baumkrone, wow. Wow. Kannst du die Farbe erkennen? Nee. Sieht ein bisschen bläulich aus, glaube ich. Oh mein Gott. Wir sind gerade bis zum Amazonas Hauptfluss geschippert und hier ist gerade einfach ein Delfin hochgesprungen vor uns. Flippst du doch aus.
Oh, wow. Ich habe schon die Flossen gesehen und dachte, ist das Holz oder ist das ein Delfin? Das ist ein Delfin. Wusstest du, dass es auf dem Amazonas Flussdelfine gibt? Grau und pinke. Wahnsinn, ich hätte jetzt gesagt, der war so 1 Meter lang ungefähr. Wir sind quasi jetzt hier, wo die Bushaltestelle oder die Boothaltestelle von vor 2 Tagen ist, wo wir rausgeschmissen wurden. Wahnsinn. 1 bis 10, wie schwer ist es, einen Delfin zu filmen? Oh, das ist richtig schwer, weil du ihn ja nicht siehst, während der unter Wasser ist. Das heißt, du hast keine Ahnung, wo er rauskommt. Und die sind richtig klar. Das soll ich nicht drauf, weil ich reden. Ja, also mit diesem Motor wird es nicht mehr weitergehen. Er löffelt jetzt den Rest des Wassers aus dem Boot raus. Haben uns hier ein schattiges Plätzchen gesucht und werden einfach weiterhin schauen, wie die Delfine vor unserer Nase direkt am Flusseingang quasi hier rumspringen. Jetzt hat er noch eine Papaya dabei, das ist schön frisch aus dem Garten. Hä? Das ist ja gar nicht schlecht. Richtig tricky, die kleinen Delfinchen einzufangen, aber die sind hier überall und rechts, links und du weißt gar nicht, wo du hingucken willst. Dann springen die in Millisekunden einmal aus dem Wasser. Prächtigst. Rosado, ja, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, der sah super weiß aus. Das ist ein wunderbarer Ausflug hier. Hier, wo der Amakayaku, wo der Fluss hier rein in den Park fließt, beziehungsweise hier rausfließt aus dem Park, da legen die Fische immer ihre Eier rein und das ist eben eine sehr beliebte Quelle zum Essen für die Delfine. Das heißt, hier in diesen Flussmündungen, da sieht man die eben sehr oft, neben dem Tarapota Lake, zu dem wir jetzt nicht kommen, weil der Motor ausgefallen ist. Spannend, weil das ist die absolute Natur, ne? Genau hier sind die. Also sein Sohn ist mit dem richtigen Motor, deren Motor, nach Letizia gefahren und der kommt eigentlich jetzt diese Stunde oder nächste Stunde zurück. So schätzt er. Ja, und der soll uns dann scheinbar mitnehmen. Ich meine, er versucht jetzt noch weiterhin den Motor zu reparieren, aber hat jetzt die letzten 2 Stunden nicht geklappt. Vielleicht zückt er jetzt noch ein Ass aus dem Ärmel, aber ich meine, jetzt sitzen wir auch hier schon seit einer Stunde. Ja, was da geil ist. Also es ist wirklich ein geiler Tag. Der Tukan, die Stille hier runter zu dödeln, nicht mit diesem lauten Motor. Delfine hier, der Fischer und die Früchte. Und dass wir im Schatten sitzen, genug zu essen und trinken dabei haben. Ich müsste mal pullern, aber da könnte ich jetzt eigentlich auch an Land für gehen. Also der Sohn war jetzt da, der uns auch von der Haltestelle hier abgeholt hat und der weiß scheinbar mehr über Boot, hat das jetzt repariert und ich glaube, wir fahren jetzt einfach noch mal zu dem See hin. Du denkst vielleicht so, wow, wir planen so richtig viel bei unseren Abenteuern, aber wir kommen hier einfach an und dann lassen wir uns treiben. Meistens wird's gut. Die Lianen von diesem Baum ragen einfach so tief ins Wasser, mit so viele Lianen, es sieht einfach magisch aus. Generell, wo wir durchfahren, es sieht aus, als wären wir einfach mitten in einem Wald, aber kein Wald, sondern auf einem See. Und es spiegelt sich alles so schön und die Sonne fällt so leicht durch, es ist wirklich traumhaft. An Puerto Marino vorbei, durch den Zauberwald sind wir jetzt hier an dem Tarapota Lake angekommen. Da bezahlen wir jetzt 10.000 pro Person. Also hier der Tarapota Lake ist ja wirklich absolut abgefahren, wie viele Tiere es hier gibt. Sie sind am ersten Baum, dann sind die ¿Estos los monos capucina? No, otro son frailes. Yes. ¿Cómo yo hablo? Frailes. Prelis. Abreles. Mein Spanisch, Leute. Tuckern hier über den Tarapota Lake. Es ist nichts los, niemand außer uns ist hier. Und wir haben auch bis auf die Monkeys am Anfang noch keine Tiere gesehen. Es ist dennoch sehr schön, hier diese Landschaften, diesen See kennenzulernen. Aquí había un peruano que vino de Tarapoto, que nació de Tarapoto y él estaba acá, escondido en tiempos de la guerra. Este lago era todo, había pescado, de todo, lleno de pescado. Y cuando él dio ese nombre y se fue para Perú,
y después quedó ya en responsabilidad Colombia por el territorio. Y después ya venían a pescar, brasileros, colombianos, hasta peruanos venían llevando pescado y así se iba extinguiéndose, terminando. Aquí había pirarucu, pescado grande. También había vaca marina. Vaca marina es un pez como tapir, tapir marino. Entonces pues ya así iban terminando hasta ahorita es escaso el pescado, aquí en este lado. Wir haben jetzt nochmal den Tank nachgefüllt. Jetzt geht es ungefähr 1,5 Stunden nach Hause und wir sehen, dass es einen richtig schönen Schauer geben wird. Da freuen wir uns drauf. Willkommen in der Regenzeit. Also wir sehen so einen wunderschönen Falken hier noch gerade zum Abschluss. So ein wunderschönes Gelb-Braun. Und es wird so hart stockgeduster, bis wir nach Hause kommen. So, jetzt halten wir noch mal kurz hier in Porto Nariño, um das Wasser nachzufüllen. Die 2 Kanister, die wir da stehen haben. In Deutschland sagt man, hier steppt der Bär. In Alemania, yo hablo, aquí el oso es danza. Krass, hier sind richtige Restaurants, Mausi, ja? Hier kannst du mit normalen Schuhen laufen. Ja, auf Straße. Todos los tiempos por el agua fresco. So, vamos aquí. Sí, sí. Wenn ich es richtig verstanden habe, fährt man immer von San Martín nach hier, um Frischwasser zu holen, ne? Das ist krass, richtig weiter Weg, ne? Das ist richtig weiter Weg, ja. Mit dem Tuckerboot 1 Stunde. Kannst du dir das vorstellen? Die 2 Mausis einfach im Dunkeln auf dem Amazonas. Wir fahren jetzt noch locker eine halbe Stunde einfach. Ah, das ist okay hier. Das ist sicher. Das ist so crazy, Mann. Jesus Christus. Das ist schon echt wunderbar, so durch den Matsch zu laufen mit den baren Füßen. Boah, das ist Freiheit, Mann. Das ist Leben. Und wir sind jetzt hier zum kleinen Strand spaziert, einfach mal um klarzukommen heute Morgen. Wir fahren heute nachher zu den Faultieren, denn das Wetter lässt es zu, es ist trocken. So crazy, ne? Und jetzt Tag 3, wir gewöhnen uns so voll an dieses Leben, wie immer, wo wir irgendwo hinkommen, und das ist so voll normal jetzt langsam. Das ist die offene Küche, hier sind überall so Insekten und sowas. Kochen mit Feuer. Also absolut hart anzusehen, aber das ist halt die Realität, ne? Das ist so krass, Mann. Ich bin so dankbar, hier zu sein, das so erleben zu können. Das ist unser Ding morgens. Everyday fresh Papaya. Oder fresh Ananas aus dem Garten. Gesünder und frischer geht nicht. Also hier spritzen die auch nicht, du. ¿Cuál te gusta más de viene aquí en el Amazon? Mi naturaleza, mi río, Ja. mis animales, mis peces, todo lo que se mueve. La tranquilidad. La tranquilidad, este aire que respiramos es algo puro, natural, es lo que más nos encanta. A diferencia de estar en una ciudad, es como ruidos, contaminación. Estamos casi, eso es lo que más nos encanta de estar aquí en nuestra selva. Oh, yuca beer, tradicional. Ah, muy bien. ¿Con alcohol, sí? Sí. Sí, sí. ¿Por qué en la mañana? Pues nosotros los ticunas estamos acostumbrados. Esto viene de nuestros ancestros. Que esta bebida es para todos, Yeah. niños, jóvenes y adultos. ¿Para niños? Sí, Sin para alcohol. niños, sin alcohol, cuando está un poco dulce. ¿Por qué Borussia Dortmund? ¿Zu gusto? Me gusta mucho el fútbol, tiene mucho talento. Jack hat gerade erzählt, dass sie hier auch eine Fußballliga haben quasi. Also es ist wirklich ein riesiges Ding. Überall in der Welt verbindet Fußball die Menschen. Und auch hier im Amazonas haben die 22 Teams insgesamt am Fluss entlang. Die ganzen kleinen Villages da sind ein Team.
Ja, Kickboxing, ja. Mann. Wir fahren dann, er hat erzählt, das ist seine liebste Erinnerung an seine Kindheit, fahren dann mit dem Boot rüber als ganze Mannschaft in das andere Dorf am Amazonasfluss entlang und machen dann voll die Party und stimmen sich ein, wie in Deutschland bei uns eben auch. Also so geil. Wir gehen jetzt zum Hafen, setzen uns in ein Boot und fahren nach Peru. Wir schauen mal, ob wir heute unsere ersten Faultiere entdecken. Die Stiefel sind noch richtig schön nass von gestern. Das macht Spaß, in die reinzusteigen. Die sind auf jeden Fall nach drin gestellt extra. Clever. Und hier kommt die 25, heute Richtung San Martin, Amacayaro. Oh, da kommt der unserer. Ja. Unser Taxi ist da, wir fahren nach Peru. Let's go. Wir fahren mit der ganzen Familie. Die chillen in San Antonio, dann der Stadt in Peru. Und wir gehen in den Dschungel und suchen die Faultiere. Unser Guide für heute. Er ist auch vom Ticuna-Stamm, lebt allerdings in der kleinen Community San Antonio auf der peruanischen Seite des Amazonas. Das Dorf hat eine Vergangenheit mit einem der berühmt-berüchtigsten kolumbianischen Drogenbaronen. Señor Pablo Escobar, del hombre de Medellín. Erikens Familie hat ihn kennengelernt. Die Geschichte erzählt er uns gleich, wenn wir aus dem Dschungel rauskommen. Vas a vaciar este líquido en una vasija grande y tomas un asiento acá y ahí te sientas. Y ese vapor se va a levantar cuando estás abrigada. Aha, muy refresco. Also wir sind 5 Meter gelaufen, er zeigt uns hier gerade diesen Baum. Und da schneiden sie ein Stück von dem Baum ab, machen das in heißes Wasser, lassen das eine Stunde ungefähr köcheln und dann steigen die da rein oder baden sich damit. Und das erfrischt den Körper extrem von muskulären Anstrengungen zum Beispiel oder wenn man Schmerzen hat oder ähnliches. Sehr, sehr spannend. Einfach so ein Baum. Wir gucken hier gerade zwischen den Bananenplantagen durch und sehen hier einfach unser erstes Faultier im Baum hängen. Camouflage an diesen Stamm. Hoppala. Braun-weiß, bisschen schwarz, durch diese Blätter durch. Siehst du die? Wahnsinn. Der sieht einfach aus 1:1 wie der Baum. Bisschen einfacher einzufangen als die Delfine gestern. Ja, gut, dafür Das ist so zwischen habe den ich Blättern. keine Sicht. Ja. Aber wir sehen wahrscheinlich noch mehr. Aber das ist ja Wahnsinn. Sie gibt es wirklich. Ich sehe nur eine Hand. Primer tiempo visto no so peligroso para nos. ¿Sí? Sí, ¿Asiento? primer tiempo. En nos vidas. Ah, en tu vida. Fresco, con limón. Sí, mira. Mosquitos. Ya, Un contra poco. alguna enfermedad, una gripe, algún dolor de cabeza, todo eso. Hat so einen leichten protege Limongeruch. a uno. Kannst du dich einreiben. Ein natürliches Deo. Und Estos hält son ein bisschen die repelentes de la Moskitos ab. selva. Wir stehen hier gerade einfach nur bei den kleinen Bananen, bei den kleinen Blättern hier und da sehen wir einen kleinen Frosch, einen gelben Käfer und dann eine Heuschrecke, einen glänzenden Käfer. Hier ist überall was los. Sieht man gar nicht auf den ersten Blick so. Ja, watschen hier also jetzt einen Moment durch den fetten, dichten Schlammdschungel. Das ist unser Cardio momentan als Weltreisende. Este es el humo. Aha, nice. Und poco como un fresa. Sí, como fresa, amigo. Bisschen wie eine Erdbeere schmeckt das oder riecht das hier total nice. ¿Es posible comida? Sí, se puede comer. Muy deliciosa el fruta aquí. ¿Cuál es el nombre? Humo. Ubo. Ubo. Muchos mosquitos. Sí, mosquita. Du hungerst nicht im Dschungel. Merkst du das? Haben wir gerade einen Vogel, der spät, sieht ein bisschen aus wie ein Falke. Oh, jetzt gar nicht. Okay. So ist unser Leben die ganze Zeit. Wollen wir was zeigen? Zack, ist weg. Wow, wir haben ihn gerade erspäht. Unseren ersten sich bewegenden Turbo-Faultier. Ja! Greif, du bist so schnell. Oh, so viele Moskito. Wahnsinn, es gibt sie wirklich, Mausi. Wie die Ameisen sie wieder richtig am Malochen, siehst du das? Wie die Blätter hier abtragen und die ganze Pflanze hier kompostieren. Wir sind jetzt hier in der kleinen Community an dem Platz angekommen von der San Antonio Community. Das ist der Fußballplatz, wo die Hühnchen gerade drüber laufen. Esta comunidad está reubicado aquí donde era un aeropuerto clandestino. ¿Ya? Es un aeropuerto clandestino. Fue del señor Pablo Escobar, del hombre de Medellín. Él viene aquí. Él estaba en el 85 aquí por el Amazonas.
¿Qué tú crees de Pablo Escobar? ¿Es un gente bien o mal? Bueno, gente mal porque ha destruido la humanidad también un poco. Y como también colaboraba a la gente que supo aprovecharlo, aprovechar. Hat auch erzählt, seine Mutter hat ihn kennengelernt, hat einen Batzen Geld in der Hose gehabt und immer den Leuten ein bisschen was gegeben, damit sie halt dazugehören, weißt du, und die nicht verdingsen. Kannst du erkennen, wie hier die ganzen Häuser in einer geraden Linie gebaut wurden? Das war also einer der ehemaligen Flughäfen von Pablo Escobar. Ich habe weder Filme noch Dokumentationen über Escobar gesehen bisher, aber der Name war immer ein bisschen Legende, oder? Und genau hier war einfach einer seiner Stationen, um zu produzieren und zu transportieren. Es ist unglaublich, hier zu sein. ¿Por qué es aquí? ¿Este papagayo? Ja, ja. Es una mascota de una señora. Und Maskottcha. Sí, una mascotita. Die Dame hat also hier den Papagei als Haustier, den Flügel gestutzt und hält ihn jetzt hier. Ein Vogel, der einfach immer das Bedürfnis nach Freiheit und Luft hat, dem einfach so die Flügel zu stutzen und der einfach sich nicht mehr bewegen kann, den ganzen Tag da sitzt und dann noch mit der Musik da drauf. Ja. Also nichts, was ein Papagei geil findet. ¿Cuántos días necesito por trabajo en la puente? Aquí trabajamos 4 días. Solo 4 días por la puente, wow. Lunes, martes, miércoles, jueves. Wow. Toda la ciudad? Comunidad, Ja, toda la comunidad. Also er hat erzählt, wenn Hochwasser ist, dann natürlich fließt das Wasser bis zu den Häusern und der Kaiman, der hier lebt, 70 cm, 80 cm haben sie einen gesehen letztens, der ist dann dein Nachbar, ne? Also früher, bevor die geschützt waren, hier zur Konservierung, wurden die natürlich auch gegessen, weil sehr reichhaltig an Protein. Und er hat erzählt, die Oma von ihm hat die noch locker so einen 7-8 Meter Kaiman gegessen und in der Community dann eben zubereitet und daraus dann ja, Textilien gemacht aus der Haut und so. Das ist echt krass. Das ist das echte Leben, Leute. Und ich habe ihn gefragt, hast du schon mal einen Jaguar gesehen? Er meint, ja klar, hier hinter der Community am Eingang zum primären Regenwald. Es ist wirklich, kann man sich nicht vorstellen als solche Kartoffeln, ne? Dass man einfach mit so krassen Tieren lebt und isst und Wahnsinn. Sehr gut, Mausi. Super. Jetzt nicht fallen mit der Kamera, bitte. Nach dem kurzen Päuschen sind wir jetzt hier nochmal zu dem anderen Wald gelaufen, haben nochmal gerade einen Freude gesehen, was den Baum so süß umarmt hat. Leider das Gesicht noch nicht gesehen, also wir sind noch weiter auf der Spur, bevor wir gleich wieder wegfahren. Gerade aus dem Wald und sehen diese riesigen Lotusblätter. Para ti es posible caminar a la planta? No. Puedes caminar el tuki-tuki, tú ves lo que está comiendo insectos. Solo un tuki-tuki. Está allá, mira. Ya está el tuki-tuki. Ah, okay, ja, ja. Die kleine Tuki-Tuki. Das sind die kleinen Tuki-Tukis, die können hier drauf laufen und nutzen das natürlich als entspannte Unterlage zum Fischen. So schön, Mann. In Alemania, cuanto un cosa es muy lindo, nos dice herrlich. Herrlich. Yes, yes. Jetzt so ein paar Stiefel mit natürlichem Fußraum. Da könnte man tagelang im Dschungel verbringen. Also das nächste Mal, wenn wir eine Adresse haben, wo wir Post empfangen können, das ist hier wahrlich unmöglich, werde ich mir die Boots, die Regenstiefel von Saguaro bestellen, weil Stiefel an sich sind geil, so für den Schlamm und generell, ich meine, das macht anders keinen Sinn, aber die sind so eng vorne, das presst, also mein kleiner Zeh, der leidet wirklich, der leidet, Leute. Nice fresh air. Hier ist ein kleiner Windzug. Die kleine Buschtoilette hier, Dschungeltoilette. Du musst aufpassen, dass dir keine Schlange in den Dick beißt. Aber da sind wir nun wieder. Jetzt magst du dir denken, wow, die Faultieraufnahmen aus dem Intro waren noch viel krasser. Und wo war die riesige Schlange? Das elaborieren wir gleich. Erstmal wie versprochen. Kickboxing. Ja, Kickboxing, ja, Mann. Also selbst hier auf dem Asphalt wird gegrätscht, Leute. Das ist Amazonas-Style. Das ganze Dorf hat sich hier versammelt. Ne? Wir fliegt gerade der schönste grüne Papagei übers Spielfeld. Niemand interessiert es. Und wir zwei so, oh. Das ist so geil. Ja, für die ist das normal hier. Für mich ist es wie für uns, wenn eine Taube vorbeifliegt. Oh, Vorsicht. Hoppla. Und immer wenn der Ball ins Aus geht, muss man erstmal zum Fluss laufen, um ihn wieder zu holen. Aber die Emotionen sind die gleichen, Leute. Ich weiß, der will ein anderes. Fußball wird hier wirklich jeden Abend gespielt, mit dem ganzen Dorf. Und ich meine gesehen zu haben, wie jeder aus dem Gewinnerteam von den Verlierern einen 5000 Peso Schein zugesteckt bekommt nach dem Spiel. Deswegen gegebenenfalls auch der erhöhte Enthusiasmus.
Samuel. Bist du ein kleiner Frechdachs? Samuel! Hola! Samuel! El Mono! Wir haben ja so viele Früchte um das Haus rum, die will ich dir jetzt alle noch mal zeigen, diese exotischen Amazonasfrüchte. Und hier Samuel ist gerade in den Baum geklettert und pflückt schon einige unserer liebsten Zitronenlutschbonbons. So schmecken die nämlich, diese gelben. Daraus machen die auch ganz tollen Saft. Jubia! Und den Kern schmuckst du einfach wieder raus. Wie ein Affe verteilst du die Samen im... Ach, scheiße. Guten Appetit. Egal, ich werde sie schnell waschen und dann auch verzehren. Diese Lulu-Frucht konsumiert man bei Schlangenbissen, haben wir gelernt. Einen Moment. So sieht die von innen aus. Die Schale ist relativ hart. Und jetzt probieren wir die. Muss so ein bisschen auslutschen. Super sauer. Nur ein bisschen süß, aber super sauer. Heute machen wir die Faultiertour nochmal in Peru. Also fahren gleich nochmal rüber, weil uns das gestern einfach nicht gereicht hat. Es war einfach irgendwie so eine kurze Tour und einfach immer nur ganz kurz an den Faultieren vorbei. Hier, da hast du einen gesehen, weiter geht's. Und ja, wir wollen natürlich ein bisschen mehr Zeit mit den Tieren verbringen, also einfach ein bisschen länger beobachten, ein bisschen mehr das Verhalten irgendwie auch sehen. Und ja, deswegen machen wir es heute nochmal, ne? Unsere Dschungel-Outfits, die sich bisher eigentlich ganz gut bewährt haben. Hendrik hat eine helle Hose, die ist tatsächlich, würde ich mehr empfehlen als meine dunkelgrüne. Aber ist trotzdem sehr ganz geil. Ich habe noch so eine Leggings jetzt drunter. Ein weißes, ein weißes lockiges Shirt, was ich natürlich immer reinstecke. Und immer noch so eine lockige Bluse drin, wo ich meistens noch hier so Haargummis um den Arm mache, damit die auch da wieder zu ist. Kette auf, Hose immer zu. Hose immer in die Socken, damit es zu ist. Und also es hat sich bisher sehr bewährt, dass ich den Invest getan habe in eine richtige Dschungelhose. Denn diese Dschungelhose rettet mir oft den Arsch im wahrsten Sinne, denn dort sticht mich kein Moskito rein. Das ist immer ein Spaß. In die nassen Socken rein, Junge. Los geht's, fahren wir zu den Faultieren. Leider etwas spät. Wir wollten eigentlich recht früh da sein, weil die sich natürlich auch vor der Sonne verstecken, ne? Dann sind die ein bisschen müder, rollen die sich mehr ein bei der Sonne. Wir haben einfach plötzlich eine riesige Schlange auf dem Baum liegen. Okay, gehen wir noch ein bisschen näher ran, hast du recht. Wie das Gesicht so mittendurch scheint, unglaublich, ja. Die Struktur, so das Muster. Hey, ¿tú comida el serpiente no? No. Muy bien. Also sie ist nicht super gefährlich, man hat 24 Stunden nach so einem Schlangenbiss und das reicht ja in der Regel. Dann fährt man zum Krankenhaus und kriegt das Gegengift, ansonsten überlebt man das. In der Zwischenzeit kann man diese Lulu-Frucht trinken und auftragen und das lindert auch die Schmerzen. Da sind wir nun wieder hier im Dschungel von Peru und suchen die Faultiere. Jetzt haben wir gerade eins gesehen, was einfach hoch in der Baumkrone war und sich hin und her geräkelt hat. Unser Plan war eigentlich um 7 loszufahren, sind aber erst gegen 9 losgekommen. Ich glaube, sie haben da noch ein Wildtier erlegt in der Familie. Und ja, jetzt sind wir dennoch hier und hatten Glück mit diesem Faultier und dieser Schlange. Wir filmen gerade die Szene. Wahnsinn, der regelt sich jetzt gerade hier so wunderschön da oben in den Ästen, hat einen richtig geilen Blick. Das halten wir jetzt einfach aus hier. Die ganzen Moskitos, mit jeder Sekunde, die man entsteht, kommt die Moskitos. Das ist krass. Ja, den jucken die Moskitos auch. Hat sich das wohl gelohnt, noch mal hierher zu fahren? Aber sowas von. Das ist unglaublich, was wir hier gerade sehen. Boah, ich kann seine Füßlein richtig sehen. Der hat so lange Zehen. Boah, jetzt zieht er den an sich ran, alter Schwede. Ich möchte bitte nicht ein Faultier fallen sehen. Sieht gefährlich aus, was der Kleine da macht. Er ist wie ein Affe. Er versucht jede akrobatische Stellung, um irgendwie sich daran festzuhangen, den Baum heranzuziehen und dann doch von der Baumkrone dazu zu crossen. Die Moskitos greifen einfach das Objektiv an.
Boah, der ist auch voll mit Mücken. Eieiei. Der Arme. Oh mein Gott, jetzt kommt der. Da ist kaum vorzustellen, dass der Tag noch besser werden kann, oder? Un bebé. No, ese es todo tamaño, es una adulta. Sí. Adulta. Increíble, ¿eh? Sí. ¿Es un mono o no? Es un oso. Es un osito. Un osito. Es ist so süß. Es ist also ein mini kleiner Bär. Es ist vielleicht ein Nasebär, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er sich hier gerade eingekringelt. Hat nur eine kleine Kralle, mit der er die Termiten nervt, die er dann isst. Und der liegt hier so süß einfach rum. Mag gern Honig, mag gern Blüten. Der Nektar aus den Blüten. Wahnsinn. Son nocturnos. Nocturno, En la noche caminan. Mhm. En el día no. En el día se acostando. Del querer vivir es algo muy hermoso, de disfrutar todo quizás lo que se tenga aquí a nuestro lado, a nuestro alrededor. La naturaleza es muy hermoso. Es tratar de disfrutar lo máximo. Es tratar de ser esa persona que cuando hablas lo sientas de corazón. Y salud. Salud. Okay. Salud. Sauer. Sauer? Schmeckt wie saure Milch, so ein bisschen, wirklich vergorene Milch. Also das ist hier ein super, super einfaches Leben, aber im Grunde sind die Leute super, super reich. Im Sinne von, sie haben so viele Früchte zur Verfügung, für die sie einfach nicht bezahlen müssen. Die stehen hier einfach rum und die haben, also im Grunde ist so viel Nahrung und sie haben alle Ressourcen, die sie brauchen. Wahrscheinlich darf man das öfter so, andere Lebensstile öfter aus der Perspektive einfach sehen. Nicht alles, was vielleicht materiell gesehen auch weniger ist, als man kennt oder der Standard ein anderer ist, dass es nicht immer arm heißt. So. Warum auch? So, es ist einfach nur anders. Da sind wir also wieder hier an der Bushaltestelle. Ey, cool! Da kommt unser Boot. Boah, an meinem Kopf juckt. Hau mal gegen meinen Hinterkopf, bitte. Ah. ¿Te gusta que yo soy calvo? Calvo, tú. Calvo. Ajá, a mí no me gusta. No gusta? Bald nach Pakistan. Haartransplantation. Muy bien. Dos más. Uno más. Uno más. Hau noch mal da gegen Hinterkopf, ey. Das ist nix. Na, die hat bestimmt schon gestochen, ey. Opa. Oh, es no grande. Yo callo agua. No, okay.